Oh hey! Ja, ihr seht das richtig, ja, ihr liest das richtig. Heute reden wir mal wieder über eine Cartoon Network Show, nachdem wir uns etwa Courage gewidmet haben beim letzten Video. Falls ihr das verpasst habt, Link dazu in der Infocard. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Aber nein, heute reden wir mal über eine der moderneren Cartoon Network Shows. Und über welche kann ich nur reden, außer die beliebte, mehr oder weniger mittlerweile Kultserie Infinity Train. Was ihr alles zu Infinity Train wissen müsst und wie gut es diese Show finde, erfahrt ihr hier. Es sei dabei hier gesagt, dass ich etwas schon zu bisschen krasseren Spoilers kommen werde, aber diese Spoilers ein wenig notwendig sind, um diese Show zu besprechen. Falls ihr also komplett blind gehen wollt in diese Show, schaut dieses Video am besten nicht. Falls ihr aber manche Spoilers aushalten könnt, die mehr oder weniger sehr wichtig sind, um eben die Stories von den jeweiligen Staffeln zu bereden, dann schaut dieses Video weiter, um eben meine Meinung zur Show zu erfahren. Anyway, genug gesnackert, legen wir los mit diesem Video und beginnen wir nochmal mit der Origin von Infinity Train. Bei Infinity Train handelt es sich um eine Show, die mehr oder weniger durch einen Kurzfilm von Cartoon Network in die Gänge gekommen ist. 2016 bzw. Mitte der 2010er gab es zahlreiche Cartoon Network Shows bzw. Shorts auf ihren YouTube-Channel. Von ein paar diesen wurde es etwas zu einer Serie à la We Bare Bears und so weiter und so weiter. Und einer dieser, vermutlich einer der großen Favoriten war natürlich der Short zu Infinity Train, der nicht nur zu einer Zeit kam, wo eine Show wie Gravity Falls ihr Ende naht und Leute sich so erhofft haben, eine weitere große Mystery-animierte Serie zu sehen. Nein, aber auch etwa ein sehr interessantes Konzept eben fortstellt. In diesen Shorts sehen wir mehr oder weniger eine noch nicht redesignte Version unseres Hauptcharakters aus der ersten Staffel und kriegen einen kleinen Tease, wie eben die Mechanics dieses Zugs, aka den ikonischen Infinity Train funktionieren und der Story und dem Look and Feel von dieser Show. 3 Jahre später kam es dann zur Show, welche, wie ihr sehen könnt, natürlich paar Designänderungen bekam. Vor allem von unserer Hauptfigur, der 12-jährigen Tupina. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht gebutzert. Vermutlich habe ich es, aber ihr werdet ihren Namen bestimmt kennen, wenn ihr die Show gesehen habt. Und wenn nicht, oh well, die wir mehr oder weniger hier in der ersten Staffel verfolgen. Und wieso sage ich hier mehr oder weniger ersten Staffel verfolgen? Nun, bei Infinity Train handelt es sich um eine Anthology Show. Und falls ihr nichts mit dem Begriff anfangen könnt, stellt euch mal so eine Show vor wie American Horror Story. Ein sehr klassisches und sehr großes Beispiel. In jeder der Staffeln wird mehr oder weniger eine neue Story erzählt und es wird mehr oder weniger impliziert, dass alles in derselben Welt existiert. Und dasselbe könnt ihr euch für Infinity Train auch denken, nur dass da es mehr connected ist und wir mehr oder weniger nur neue Hauptfiguren verfolgen, aber das Konzept mehr oder weniger sehr ähnlich bleibt. Denn bei Infinity Train handelt es sich um einen Zug, der mehr oder weniger zu einer schweren Zeit einer Person kommt. Tupina ist von ihrem Heim weggerannt, mehr oder weniger, um etwa zu einem Science Camp zu kommen, das sie unbedingt etwa sehen wollte, beziehungsweise ein Teil davon sein wollte, es aber zu Komplikationen kam und so entzieht sie sich mehr oder weniger von zu Hause wegzurennen und sieht dann eben diesen Zug, wo sie erstmal denkt, dass dieser Zug mehr oder weniger sie zu diesem Camp bringen kann. Und dieser Zug ist mehr oder weniger da, um diese Person mit Companions freizustellen und auch ein paar Challenges vor sich zu bringen. Diese Challenges sollen dabei etwa die Person auf ihre Fehler aufmerksam machen, damit sie etwa eine bestimmte Lesson lernen können. Und dabei ist die erste Staffel mehr oder weniger sehr straightforward mit diesem Konzept. Uns werden die Mechanics, die Antics und so weiter erklärt und auch die Ranghöhen von zum Beispiel diesen Companion-like Figuren, die in diesem Zug sind, um mehr oder weniger das große Abenteuer und mehr oder weniger ein Spiegel für unsere Figuren etwas zu stellen, um zu sagen, wo die Fehler liegen und was etwa verändert werden müssen. Dabei kommen solche Themen auf wie Rejection, die Scheidung der Eltern oder auch die eigene Identität. Ein paar wirklich interessante Themen, die in ihren jeweiligen Staffels wirklich grandios erzählt werden. Das wirklich Tolle bei Infinity Train ist dabei, dass es wie jede gute Anthology mehr oder weniger uns in der ersten Staffel eine sehr gute Story erzählt, aber eine sehr straightforward-haftige Story. Die Mechanics, wie diese Welt aufgebaut ist, wie sie funktioniert, was sie etwa bringen soll, wird uns alles mehr oder weniger clever in dieser sehr guten Story erklärt oder auch gezeigt, um es dann mehr oder weniger in späteren Staffeln zu pressen. Und wir kriegen nicht nur immer dasselbe Konzept von Trouble Teenager oder Trouble Person, die einfach da hinkommt und mehr oder weniger lernen muss, wo eben nun die Schwächen sind und wie man nun das Leben etwa sich für sein Eigenwohl verbessern kann. Nein, in der zweiten Staffel kriegen wir schon eine sehr
anderweitige Story erzählt, wo einer dieser Companion-like-Figuren von diesem Zug mehr oder weniger nach mehr strengt, beziehungsweise nach mehr anstrebt. Und dieser eine Passenger, der mehr oder weniger im Konstrukt der wichtige Ankerpunkt sein soll, mehr oder weniger zu einer Companion-like-Figur für diese Companion-like-Figur wird. Und so werden die Rollen reversed und mehr oder weniger die Mechanics von diesem Zug in Frage gestellt. Und das macht auch die dritte Staffel ziemlich super auf einer sehr interessanten Art und Weise. Denn hier kriegen wir zwei Leute, die mehr oder weniger es rejected haben, aus ihren Fehlern zu lernen und mehr oder weniger sich nicht weiterentwickeln wollen und eben die luxuriösen Bonuses von diesem Train mehr oder weniger ausnutzen. Denn ja, bei diesem Infinity Train und den zahlreichen Waggons gibt es natürlich auch ein paar Stellen, wo es bestimmte Stellen gibt, wo man lukrative, spaßige, sei es nun Theme Park-like Dinge hat oder Zuckerwatte oder sonstiges. Stellt euch einfach mal vor, diesen Freizeitpark vom Pinocchio-Film aus den 40ern. Das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür. Und diese wurden mehr oder weniger die Leaders von ihrer Gruppe von Leuten, die sie manipulieren, damit sie mehr oder weniger nie wirklich etwa das schaffen, rauszukommen. Und da möchte ich wirklich etwa einen sehr wichtigen Ankerpunkt nicht spoilern. Also, falls ihr etwa nicht gespoilert werden wollt, hier kommen wir zu einem sehr großen Spoiler. Auch hier werden mal wieder die Rollen subverted, die uns etwa in der ersten Staffel gezeigt werden, wie sie funktionieren und wer welche Rolle nun einnimmt. So ist mal wieder einer dieser Figuren, die mehr oder weniger einen der Passengers helfen soll, sich zu bessern. Hier in Form eines kleinen Mädchens, sehr sympathisch gezeigt. Und natürlich können die Sympathie sein. Sehen wir es schon etwa in der zweiten Staffel mit diesem Mirror von Topina, die am Ende ihre eigene Identität kriegt. Aber das zeigt mal wieder etwa einen Widerspruch in den mehr oder weniger gelernten Gut dieser Leaders, aka Grace und Simon, die unsere Hauptfiguren sind in dieser Season. Und während Grace sich mehr oder weniger durch diese Hilfsfigur und Freundschaft verbessert und deutlich mehr sympathischer, empathischer wird, verliert sich Simon deutlich mehr in seine schlechtesten Traits, in seine schlechtesten Angewohnheiten, in seinen schlechtesten Ängsten und wird dadurch eine sehr, sehr, sehr antagonistische Kraft in dieser Story. Und meine Güte, die dritte Staffel ist einfach nur fantastisch. Und wie ihr merkt, ich rede etwa sehr viel, beziehungsweise erkläre sehr viel von diesen Themes, wie die Story aufgebaut ist. Und ich kann es einfach nur loben. Denn eine gute Anthology setzt meistens etwa eine Norm ein in der ersten Episode oder eben in der ersten Story eben, um diese dann in späteren Stories zu subverten, um ein mehr oder weniger zum Denken anzuregen, wie die Mechanics funktionieren, ob sie flawed sind oder nicht. Und das schafft Infinity Train wirklich gut. Und dasselbe kann man auch über die Themes aussagen, die uns in dieser Serie präsentiert werden. Sei es nun etwa bestimmte persönliche Ängste, sei es nun bestimmte schlechte Coping Ways, wie man mit ihnen umgeht, oder auch einfach nur die Rejection, sich weiterzuentwickeln und sich zu bessern. Infinity Train nimmt diese Themen auf und verpackt sie in einer sehr actiongeladenen, aber auch sehr mysteriösen Serie. Ich habe es schon angesprochen, als Infinity Train mehr oder weniger die ersten Augen auf sich gebracht hat mit ihnen ein Short, war es zu einer Zeit, wo viele mehr oder weniger ein neues Gravity Force brauchen. Und auch wenn Infinity Train definitiv sein eigenes Ding ist, und nicht Gravity Force, sondern das Mysterium, beziehungsweise die Mysterien rund um den Zug mehr eine Nebenrolle spielen, als man zuerst von diesem Kurzfilm denken könnte. So doch sind die wirklich clever eingepackt und unterhalten einfach nur. Auch die Action und was sie etwa hier alles geschafft haben, beziehungsweise was alles überlaubt worden ist wirklich impressive sich anzuschauen. Und auch natürlich kann ich nicht etwa über Infinity Train reden und nicht etwa den Artstyle, beziehungsweise die Animation ansprechen. Denn während der Artstyle sehr simpler ist und definitiv jetzt nicht so cartoony oder expressive sein kann manchmal, so doch zeigen die Animationen, wie gut man es mit einem simpleren Artstyle machen kann. All die Figuren haben ihre distinctive Designs und funktionieren dadurch ziemlich gut. Die Animationen sind halt wirklich etwa breathtaking in manchen Momenten. Sei es nun, und mal wieder ein kleiner Spoiler hier, der Tod von Simon, der ziemlich gut etwa dargestellt wird von den Animationen, sei es nur die actiongeladeneren Momenten oder auch einfach nur die Animation von Zug, die ganzen Locations. Es ist einfach wirklich, wirklich wundervoll. Und der Artstyle, ich hätte keinen Favorit für mich persönlich, aber ist wirklich gut gewählt worden. Es ist in diesem einen Mittelpunkt, wo es natürlich deutlich mehr grounded und deutlich mehr realistische Proportions hat, aber es ist nicht zu einem bestimmten Grade, wo es zu realistisch wird, zu uncanny. Ein guter Mix, ein guter Plan zwischen mehr grounded Designs und ein mehr cartoony Approach, der keine Überraschung ist, denn
von Owen Dennis hat unter anderem auch an Regular Show mitgearbeitet. Und auch wenn Regular Show definitiv wirklich sehr, sehr wenig mit Infinity Train zu tun hat, ist auch Regular Show von der Designphilosophie, besonders wenn es um die Mensen geht, relativ simpel, aber natürlich deutlich mehr cartoony. Man sieht immer sicher Mordecai oder Rigby oder an. Aber Regular Show ist ein eigenes Thema, was sein eigenes Video verdient. Infinity Train ist eine wirklich besondere Serie und ich weiß auch nicht, wie ich sie am besten verpacken könnte in nur ein Wort. Ich würde definitiv sagen atemberaubend, da diese Serie so viel schafft und so viel Subtext in sich hat, der wirklich, wirklich clever ausgebaut wird und durch die Story, durch die Charaktere lebt und einfach nur wundervoll erzählt wird mit einem wundervollen Worldbuilding. So doch ist es dadurch etwas super, super schade, dass diese Serie und vor allem die 4. Staffel, die mehr oder weniger darunter leiden musste, mittlerweile gecancelt worden ist und es auch deutlich schwieriger ist, diese Serie mehr oder weniger zu finden. Auf zum Beispiel HBO Max, selbst wenn ihr etwa eine VPN habt natürlich. Denn Warner ging durch eine ganz große Veränderung vom Management und diese Veränderung war definitiv der Todesstoß für Infinity Train, wo noch 4 weitere Stories Anthologies geplant worden ist und wo die 4. Staffel, so sehr sie auch überzeugen kann, so sehr sie auch unterhaltsam ist und ein ziemlich gutes Konzept in sich hat, als die schwächste Staffel und als eine Staffel eingeht, die leider nicht etwa das Gesamtpiece mehr oder weniger zusammenbringen kann. Eine letzte Staffel, selbst bei Anthology-Shows, muss irgendwie ein finales Gefühl in sich haben. Und diese 4. Staffel fühlte sich eher mehr an wie ein Middle Ground, die perfekte Mitte, die leider nie ein Ende kriegen wird. Es ist wirklich schade, dass Infinity Train mehr oder weniger so ein Treatment gekriegt hat. Aber hey, in Zeiten, wo Streaming-Anbieter manche Shows wie Midnight Hospital nach einer einzigen und wirklich fantastischen Staffel einstellen, bin ich vermutlich sehr, sehr dankbar, dass wir überhaupt diese 4 Staffeln von Infinity Train gekriegt haben. 4 fantastische Staffels, welche niemals in Vergessenheit geraten sollten und durch die DVD-Releases von den ersten 2 Staffeln und hoffentlich von der 3. und 4. Staffel irgendwann mal, hoffentlich auch weiterhin zahlreiche andere Leute unterhalten können. Doch jetzt seid ihr dran. Wie steht ihr zu Infinity Train, wenn ihr es gesehen habt? Seid ihr nun interessiert, die Show einen Versuch zu geben? Und wenn ja, welche Staffel klingt für euch am besten oder am interessantesten? Ich weiß, die 4. Staffel habe ich ein wenig vernachlässigt, aber so wirklich viele Worte habe ich wirklich nicht zu dieser Staffel zu verlieren. Eine gute, aber leider nicht etwa eine sehr gute finale Staffel für Infinity Train. Wie steht ihr dazu, dass Owen Dennis eine Among Us animierte Show machen wird als nächstes? Lasst mich das doch alles gerne in den Kommentaren wissen. Aber bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!